Tubuläre Brüste betreffen eben hauptsächlich Frauen und das ist eine anlagebedingte, also eine genetische Anlage, die eine Störung des Brustwachstums mit sich bringt. Das heißt, die Basis der Brust ist viel kleiner wie im Endeffekt der Vorhof. Das heißt, es gibt so eine Snoopy-Brust. Es sieht so ein bisschen schlauchartig aus und der Vorhof der Brustwarzen ist zu groß und daher auch Tubus, weil es eine längliche Brust ist, die keine normale Brustbasis hat. Es ist mittlerweile gut zu behandeln, diese Erkrankung, und viele Frauen leiden auch drunter und trauen sich gar nicht, überhaupt jemand aufzusuchen, weil sie sich eigentlich für eine tubuläre Brust auch schämen. Aber welche Möglichkeit haben wir denn, eine tubuläre Brust zu behandeln? Wir können zum einen mit Implantaten arbeiten, um eben die Basis dieses Schlauches wieder zu verbreitern. Gleichzeitig muss man aber auch diesen viel zu großen Vorhof um die Brustwarze herum, den die Frauen haben, muss man gleichzeitig verkleinern. Eine andere Möglichkeit ist, erstmal diese Brust mit Eigenfett zu formen und wieder in eine ursprüngliche Form der Basis zu bringen, um dann in einer zweiten Sitzung Implantate einzusetzen oder den Vorhof zu straffen. Große Herausforderung ist meistens, da es in der Regel auf einer Seite nur vorkommt, beide Brüste anzugleichen. Deswegen ist es mit den 2 Schritten oft gar nicht so schlecht, dass man die linke oder rechte Brust unangetastet lässt und versucht, die Seite, die die tubuläre Brust hat, nur diese zu korrigieren. Ist der Idealfall. Wenn es nicht möglich ist, müsste man beide Brüste operieren, um eben eine Symmetrie zu erzielen. Im Prinzip, wenn Frauen an einer tubulären Brusterkrankung leiden, ist es nichts Pathologisches. Die Frauen können ganz alt werden und da ist auch keine größere Gefahr, dass sie Brustkrebs entwickeln. Es ist rein diese optische Veränderung, die wirklich sehr, sehr auffällig und störend für die Patienten ist. Es gibt natürlich unterschiedliche Grade dieser tubulären Brust, von ganz harmlos bis ganz stark ausgeprägt. Das hängt immer davon ab, wie das Ganze aussieht, und dafür braucht man wirklich ein individuelles, langes Beratungsgespräch, um mit dem Patienten selbst zu erarbeiten, was passt in sein Leben. Gehen wir nur eine Brust an, gehen wir beide Brüste an? Was haben wir für ein Vorgehen, über welche Zeit, und was passt in das Leben des Patienten? Wichtig ist, wenn Sie stört die tubuläre Brust, rechtzeitig kommen, damit man nicht in irgendeiner sexuellen Entwicklung oder in irgendeiner Entwicklung in seinem Leben gestört wird, sondern sich in seinem Körper wirklich wohlfühlt. Brustvergrößerung mit Implantaten, da wir die ja hauptsächlich unter den Muskel setzen, um eben die Kapselfibrose zu vermeiden und das Implantat gut mit Weichteilen zu decken, ist immer sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Ich sage, das gehört eigentlich zu dem schmerzhaftesten Eingriff, den wir hier in unserer Klinik durchführen. Eine Brustvergrößerung mit Eigenfett ist überhaupt nicht schmerzhaft. Da fallen die Patienten nicht großartig aus. Fühlt sich eher an wie ein starker Muskelkater, ein bisschen Druck, aber ist nicht so schmerzhaft wie mit Implantaten. Implantate halten laut Herstellernachweis ein Leben lang. Und es ist auch wirklich so, ich habe die Implantate schon auch bei einer Patientin rausgenommen, die 50 Jahre drin waren. Und die Implantate waren eigentlich nur eingekapselt wie ein Stein, aber sie waren intakt. Allerdings muss man sagen, dass das Problem nicht die Implantate selber sind, sondern das, was unser Körper damit macht. Unser Körper erkennt Implantate als fremd und mauert die Implantate ein mit Bindegewebe. Und dadurch können sie schmerzhaft werden und sich in der Form verändern. Und dann müssen die Implantate gewechselt werden. Ob das jetzt nach einem, nach 2, nach 3, nach 5, nach 10 Jahren ist, kann ich nicht sagen. Es kann auch erst nach 20 Jahren sein.
Wenn eine Frau überhaupt kein Problem mit den Implantaten hat, die Implantate intakt, kann eine Patientin auch Implantate gut mal 20, 30 Jahre drin haben. Allerdings verändert sich ja auch der Körper über die Jahre. Während man jung ist, ist es ja alles viel straffer. Wenn man dann die Kinder bekommen hat und älter geworden ist, hängt ja auch das Gewebe. Und da ist dann oft der Zeitpunkt, dass Frauen kommen, obwohl die Implantate noch intakt sind, um eben wieder eine ästhetische Brust zu erzielen. Wie lange fällt man nach so Brustoperationen aus? Mit Eigenfett fällt man nicht wirklich aus, da reicht ein Wochenende Pause oder vielleicht mal 3 Tage. Mit Implantaten unter den Muskeln fällt man relativ lang aus, wenn man körperlich aktiv ist, wenn man zum Beispiel im Lager irgendwo arbeitet oder Ordner rausholen muss, sollte man sich mindestens 2 Wochen rausnehmen. Bei einer Bürotätigkeit reichen 7 Tage. Risiken gibt es bei jedem Eingriff. Wir haben die klassischen Risiken, wie zum Beispiel Infektionen, Blutungen, Wundheilungsstörungen, unschöne Narben. Die Risiken bei Implantaten sind schon, dass es auch mal Nachblutungen geben kann, allerdings meistens erst bei dem Zweiteingriff, weil die Kapsel stark durchblutet ist. Wenn man da die Implantate mal wechseln muss, ist das Blutungsrisiko viel höher wie jetzt bei dem Ersteingriff. Ich möchte mal die Komplikationen bei Implantaten verdeutlichen, habe 2 Implantate bereitgelegt. Wir haben einmal runde Implantate, die haben eine runde Form. Das ist die Basis, die komplett rund ist, und von der Fläche ist hier auch alles rund und in einer Ebene. Im Gegensatz dazu gibt es anatomische Implantate. Die können entweder in der Basis rund sein oder wie dieses Implantat ein bisschen länglich oval. Und diese Implantate haben wie die natürliche Form, können die hier unten, sind die etwas angehoben, die Implantate. Und jetzt ist es so, die Implantate können sich drehen. Und dann ist das unnatürlich, dieses Implantat, und man müsste, wenn das passiert, das Implantat wieder gerade drehen, also die Wundhöhle nochmal aufmachen und das Implantat gerade drehen. Bei einem runden Implantat, das kann sich drehen, so viel es will, bleibt die Form immer gleich. Jetzt kann man nicht sagen, wir nehmen nur die runden Implantate, weil die anatomischen haben schon echt ihre Berechtigung, gerade wenn eine Brust ein bisschen abgesunken ist, ist es sehr dankbar, anatomische Implantate, nur man muss es wissen, dass das als Komplikation passieren kann.